Hallo Holzfreunde, heute mal ein Outdoor-Projekt für euch. Ich baue mir ein neues Gartentor aus möglichst günstigen Materialien, was aber dann später natürlich nicht billig aussehen soll. Hier soll es dann später stehen und meinen Garten verschönern. Zuerst bin ich mal in den Baumarkt meines Vertrauens gefahren. Dort habe ich mir dann 2 Pfosten gekauft, 7 x 7 cm, druckimprägniert, 120 cm lang. Damit der Pfosten nicht ganz so langweilig aussieht, mache ich mir eine umlaufende Nut mit der Tischbohrmaschine. Dadurch, dass der Hub meiner Bohrmaschine nur 6 cm hat, musste ich öfter mal umspannen. Das Ganze hätte man natürlich auch fräsen können oder mit der Tischkreissäge eine rechteckige Nut sägen können. Ich habe mich für die Tischbohrmaschine entschieden und so sieht das Ganze jetzt aus. Da muss noch ein wenig geschliffen werden. Dadurch, dass das Ganze Nadelholz ist, geht das natürlich recht flott. Und man muss schon ein wenig aufpassen, damit man das Ganze nicht verschleift. So sieht das Ganze jetzt aus. Es fehlt aber noch was. Damit später das Wasser besser ablaufen kann, bekommt der Pfosten noch ein Dach mit einer 30-Grad-Schräge. Das stelle ich mir mit meiner Kappsäge her. Die Schnittposition habe ich mir rundum angezeichnet, sodass die Spitze des Daches später in der Mitte des Pfostens sitzt. Das sieht doch schon mal schön aus. Aber immer noch nicht schön genug. Nun bekommt der Pfosten von 2 Seiten jeweils 3 Radiusnuten. Dieses Detail gibt dem Ganzen später etwas Säulenförmiges. Es sieht jetzt so aus, als wenn meine Nut vorne einen leichten Knick hat. Das liegt aber an der Maserung. Die Nut ist vollkommen gerade. Ich mache das auch nur auf der Vorder- und Rückseite des Pfostens. Wunderbar. Jetzt noch ein wenig schleifen und dann geht's ans Lackieren. Als erstes grundiere ich die Pfosten mit einer Grundierung aus der Spraydose. Die Pfosten werden natürlich nicht einfach so in die Erde gegraben, sondern bekommen eine Einschlaghülse, die ich gleich mitgrundiere. Wenn die Grundierung getrocknet ist, gibt es noch einen Zwischenschliff und dann gibt es die finale Farbe. Hierfür nehme ich einen Weißlack, ebenfalls aus der Spraydose. Die Einschlaghülsen bekommen im oberen Bereich ebenfalls einen Anstrich. Wer schon mal versucht hat, die Einschlaghülsen einzuschlagen, der weiß, wovon ich jetzt rede. Man bekommt diese Hülsen niemals gerade in den Boden. Entweder sie sind schief oder sie verdrehen sich.
Deshalb gehe ich hier etwas anders vor. Ich montiere zuerst die Einschlaghülsen an die Pfosten. Und dann werden diese einbetoniert. Um die Löcher für die Pfosten herzustellen, gibt es diese hervorragenden Pfostenbohrer. Diesen habe ich mir im Baumarkt meines Vertrauens gemietet für 4 Stunden für schmales Geld. Und ich muss sagen, das hat sich absolut gelohnt. Die beiden Löcher haben keine 15 Minuten gebraucht. Jetzt habe ich die Pfosten mit den Einschlaghülsen in die Löcher gestellt und ausgerichtet. Das habe ich hier mit sehr vielen Zwingen und Holz gemacht. Zum Einbetonieren benutze ich hier einen Estrichbeton. Der ist relativ günstig und frostsicher und lässt sich hervorragend nur mit Wasser anmischen. Die Konsistenz ist auch recht flüssig, sodass man den Estrichbeton einfach nur in das Bohrloch gießen muss. Nach 24 Stunden war der Estrichbeton bei mir schon so fest, dass ich weiterarbeiten konnte. So, das war der erste Teil. In Teil 2 zeige ich, wie ich die Pforte baue und montiere. Und ich würde mich sehr freuen über euer Abo und einen Daumen nach oben.